Es ist Sonntag, der 27. August im Jahre 1916. Der Krieg tobt und die Soldaten der rumänischen Armee kämpfen gegen die deutschen Truppen. Plötzlich taucht auf dem Fluss ein Schiff auf. Es ist ein Kriegsschlepper, der über das aufgewühlte Wasser treibt. Die Rumänen entscheiden, das Schiff zu versenken und zu verhindern, dass es von den Deutschen weiter genutzt werden kann. Aber hier endet die Geschichte des Schleppers noch nicht, denn bald darauf wird er geborgen. Dies behauptet zumindest eine Theorie unseres heutigen Zieles, der Geschichte des jahrhundertealten Schiffes, welches hier nun in seiner letzten Ruhestätte liegt. Es gibt nämlich zwei unterschiedliche Versionen über die Herkunft des Schiffes. Eine besagt, dass es der Baunummer 35 der Gebrüder Wiemann sei, während die andere besagt, dass es ursprünglich von Leopold Zobel in Bromberg gebaut wurde. Die Theorie, dass das Schiff ein alter Wiemann-Bau sei, findet sich in Gordon Starkens Buch Schifffahrt über den Berg. Starken beruft sich auf Uwe Gieslers Schiffdatenbank und gibt an, dass das Schiff 1903 unter der Baunummer 35 bei den Gebrüder Wiemann für Andreas Bitkow aus Dorotheenhof gebaut wurde. Es erhielt zunächst den Namen Walter und war mit einer Dampfmaschine mit 140 PS ausgestattet. In der Theorie zum Wiemann-Bau wird beschrieben, dass das Schiff während des Ersten Weltkrieges von der Einkaufsgesellschaft Berlin eingezogen und auf die Donau verlegt wurde, wo es unter dem Namen Warnow der deutschen Schiffsgruppe Donau angehörte. Es wurde am 27. August 1916 von rumänischen Truppen versenkt, aber im September 1918 zur Donau-Wachflotte verlegt und schließlich nach dem Ende des Ersten Weltkrieges nach Deutschland zurückgebracht. Für die Zeit zwischen dem Ende des Ersten und dem des Zweiten Weltkrieges können keine Angaben über das Schicksal des Schiffes gemacht werden. Abgesehen von der Nachricht, es sei nach dem Ende des Ersten Weltkrieges unter nicht mehr rekonstruierbaren Umständen nach Deutschland zurückgekommen. Ab 1946 war das Schiff im Besitz von Robert Schneider in Streitberg unter seinem letzten Namen Hedwig, welcher heute auch noch leicht am Bug zu erkennen ist. Der Langewaler Ortschronist Gerd Henze vertritt die These, dass das Schiff für das Ehepaar Hedwig und Robert Schneider in Streitberg gebaut und zunächst nach deren Sohn Walter benannt wurde. Später wurde das Schiff dann auf den Namen Hedwig umgetauft. Es ging dann in den Besitz des anderen Sohnes der Schneiders, Georg, über. Er erlitt im Jahre 1962 einen Herzinfarkt im Maschinenraum und seitdem wurde das Schiff nicht mehr bewegt. Ab den Jahren 1962 kommen zumindest beide Theorien wieder überein. Darin heißt es, das Schiff liegt als Wrack im ehemaligen Spreearm bei Streitberg, welcher in der Mitte der 1960er Jahre durch eine Wehr abgesperrt wurde. Es lässt sich also bis heute nicht genau sagen, welche der beiden Theorien nun richtig ist. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass das Schiff eine sehr spannende Geschichte erlebte. Es ist beeindruckend zu sehen, dass auf dem Heck des Schiffes sogar ein Baum gewachsen ist. Dieser zeigt gut, dass die Natur selbst an den ungewöhnlichsten Orten wieder zum Leben erwacht. Der Tod des Schiffes ist somit auch wieder ein Neuanfang für neues Leben.